Boah, was für ein genialer Hobel hier. Also es ist ein Hymer MLT 580 in der Freistaat Edition als echter Crossover mit Delta 4x4 Felgen und natürlich All-Terrain-Reifen und allen drum und dran in einer coolen Farbkombi, denn das Fahrerhaus hier ist foliert worden und das sieht richtig cool aus. Ich weiß gar nicht, es ist lackiert, also es sieht auch aus wie lackiert, also es ist matt lackiert und hat hier vorne von Pia hier die unglaublichen Scheinwerfer mit eingebaut. Dann natürlich noch ein Schutz hier vorne. Auch der ist von Delta. Und ja, schon ein ziemlich böser Blick. Also das Fahrzeug werden wir euch heute mal komplett vorstellen und wieder mal ein exklusives Projekt, was wir hier zeigen würden. Der echte Crossover haben sie ihn genannt und natürlich auf 4x4 Basis. Hier sieht man auch, also es geht ein Stückchen raus. Das Ganze ist mit dem Original Mercedes-Benz Allrad dann versehen und ja, die Geländetauglichkeit ist schon, ich sag mal, ein Schlechtwegefahrzeug, mit dem man eigentlich gut durchkommt, so kann man sagen. So, wir werden aber gleich mal die Details, werde ich euch mal filmen. Auch der Mercedes-Stern natürlich in schwarz gehalten, also die Optik spielt hier schon eine große Rolle. Schon schick. Das ist so mit dem Schwarz und dann hier an der Seite der Freistaat. Ist hier appliziert mit drauf. Eine Truma Dieselheizung ist mit eingebaut, das kann ich schon mal sehen. Also eine Kombi D. Und das Ganze natürlich, die Bodenfreiheit ist schon enorm. Dass man hier mal so drunter guckt, also da hat man richtig viel Bodenfreiheit. Und können da mal kurz schauen. Warte mal, da habe ich einen Schlüssel. Dass wir mal die Klappen mal ein kleines bisschen öffnen. Denn das Fahrzeug ist es ja schon wert, dass man es mal etwas intensiver zeigt. Was hier drin ist. Da ist der Elektroblock von Schaut und die 230 Volt Sicherung. Daneben ist der Ein- und Auslass von der Dieselheizung, der Truma D in weiß. Noch nie gesehen in weiß, immer in schwarz. Und hier wahrscheinlich ein Staufach. So, BOS ist es, Balance of Storage Systems, LE300. Sieht schwer nach Lithium aus. Und das hier ist wahrscheinlich die Fahrerhausbatterie. Cool. Exclusively for Hymer. Das sind die Batterien, die drin sind. Und hier auch nochmal schaut, Ladegeräte. Die verstecken sich hier. Oben drüber ist ein, hätte ich fast übersehen. Das sieht aus wie ein Dometic Wechselrichter mit drin. Also gute Ausstattung. So, das hier wird wahrscheinlich Gas sein. Können wir mal kurz reinschauen. Schon mal dabei sind. Ja, 2x11 Kilo Gas mit einer Do-Control und Riffelboden. Gut, die Kante hier ist schon ein bisschen höher. Es ist natürlich auch ein 4x4 Fahrzeug. Und ich kann ja mal gerade von ein bisschen weiter weg filmen, dann könnt ihr mal sehen, also das ist die Ladekante. Dann fürs Gas so ein guter Meter. Muss man vorher wissen. So, man hat zwei große Türen an der Seite von dem Fahrzeug und das ist das Heck mit Ersatzrad von Delta 4x4. Muss natürlich sein, so ein Ersatzrad. Und oben, da hat man die Kante dann nochmal schwarz foliert oder lackiert. Auch der Mercedes-Stern hier in schwarz und das gute 4x4 hier. Die Freistaat-Edition. Kann man mal auf. Mal reingucken. Ja, es hier ist klassisch. Also die normale Heckgarage, aber hier sieht man schön, wie das Reserverad hier angebracht ist. Hier sind die Zooösen. Und hier ist
Dann das Regalsystem, die Dusche, 2 Steckdosen, 230 Volt. Also unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich. Allerdings ist hier, wenn hier natürlich einen Roller hochfährst, da ist die Ladekante schon so gefühlt 1 Meter hoch. Also hat viel Bodenfreiheit. 350 Kilo gehen hier rein. So, gucken wir auf die technischen Daten. Ausstattung Hymer MLT 580, der echte Crossover. Also wir haben hier 4,1 Tonnen Fahrgestell, großes Lithium-Paket, Fahrerassistenzpaket Plus und die Außenfarbe Fahrerhaus heißt Schwarz-Grau. So, Allradantrieb zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung und 93 Liter Kraftstofftank, Regensensor und. Also hat wirklich doch relativ volle Hütte. Eine 6 kW Diesel Warmluftheizung mit Warmwasserboiler und Elektroheizstab, 32 Zoll Flachbildfernseher, SAT-Antenne, also vom Feinsten hier. Ja, kostet 128.900 Euro. Hier noch ein bisschen Werbung. Der Freistaat hat einen eigenen Kanal, einen YouTube-Kanal, der heißt Freistaat TV. Könnt ihr gerne mal drauf gehen, da hat er auch ein Video gemacht. Das ist der QR-Code dazu. Geht's direkt zum Video. Zusatzschloss ist eingebaut von Abus. Nettes Detail. So aus der Fraktion, hier kommst du nicht rein. Also zumindest nicht so schnell. Und da geben die meisten Diebe schon auf. Man könnte ja noch durchs Fahrerhaus durch, aber diese Schlösser sind ja sehr beliebt. Und hier sieht man, also das ist direkt ab Werk dann eingebaut und hast einen richtigen Bolzen. Also das macht dann keinen Spaß, mal schnell hier reinzugehen. Mülleimer, eine Baueraufbautür, die kennt man ja auch von allen anderen. Und innen erwarte ich jetzt keine großen Überraschungen, wenn ich ehrlich bin. Nur, dass die Stufe, also hier könnte man locker nochmal eine Stufe drunter stellen. Also die Bodenfreiheit ist so hoch, dass man also hier, ja, nochmal ein Stüfchen bräuchte. Ich gehe mal rein. Das schaffe ich gerade noch so. Und innen dann Kombination aus Holz, hellem Holz. Das ist ja im Moment absolut im Trend. 32 Zoll Fernseher, großes Heki in der Mitte und hier vorne nochmal ein großes Panoramafenster, ist der Wind auch weg. Ansonsten ein klassischer Sprinter vorne mit allen Fahrerassistenzsystemen, Abstandstempomat, Spurhalteassistent und. Da sind die Daten, Multifunktionslenkrad mit dabei und natürlich das MBUX-System, was ich schon so oft gezeigt habe. Also das größte Radio hier eingebaut. Mit Rückfahrkamera und riesem Display. Hier hat man nochmal die Sperren, die hier eingebaut sind. Die sieht man hier unten. Die sind hier drin. Und Ablagefächer und. Das Ganze mit einem Remes-System versehen. Zur Verdunklung einmal hier und natürlich auch einmal hier, dass man also ruckzuck hier zumachen kann. Ja, Küche. Direkt am Eingang mit drin. Der Kühlschrank diesmal in der Mitte. Gut, wir haben hier Platz, großes Fahrzeug. Der Vorteil ist, dass die Küchenschubladen natürlich viel größer sind, als wenn der Kühlschrank jetzt am Eingang mit drin ist. Ich habe ein Fliegengitter hier. Hab Leselampen, also das kennt man von den ganzen anderen, aber das ist wirklich ein, ja, optisch natürlich ein richtig gelungenes Fahrzeug, also mit dem man dann auch auf schlechten Wegen unterwegs sein kann. Hier hat man 2 Sitzplätze, eingetragene und den 32 Zoll Fernseher, den ich also einfach nach unten rausziehen kann und den dann nach vorne nochmal schieben kann, um dann Fernsehen zu gucken. Ansonsten ist er hier in so einer Halterung drin und hält auch bombenfest. Dann das helle Holz, also begegnet einem jetzt immer öfter in den Wohnmobilen. Also das dunkle Holz ist quasi abgelöst. Hier hast du dann dein Besteckfach und hier unten dann für Töpfe und so weiter viel Tiefe. Also das ist die Höhe ungefähr von dem Fach. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung
Und hier vorne ein Waschbecken, also eine Spüle mit richtigem Haushaltshahn. Also das ist bei allen wirklich gleich. So, mal kurz hier aufmachen. Das ist normal auch Hintergrundbeleuchtung. Ich mache mal gerade die Beleuchtung an. Kann man gerade mal ein bisschen Licht zuschalten. Und warte mal kurz, hier vorne müsste eigentlich auch noch eine Lampe sein. Da. So, und dann hat man hier eine Hintergrundbeleuchtung. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. So. Kann man wirken lassen. Ein bisschen Spiegel. Sitzgruppe. Der Tisch ist höhenverstellbar. Den kann ich dann umbauen wiederum zu einer Schlafmöglichkeit. Und die Sitze kann ich natürlich drehen. Ablagefächer hier oben, das sind die Leselampen, die ich schon oft gezeigt habe. Klappern nicht, das ist der Riesenvorteil und machen schön hell. Oben nochmal ein großer Schrank. Da ist dann der Wechselrichter drin von Nometic, die Sattanlage von Oyster, eine Oyster-Sattanlage drauf und die Solaranlage macht... Nee, das ist einfach nur die Ladeanzeige, die drauf ist. Und von Tenhaft die Feature-Box. Also Oyster macht schon ganz gute Sattanlagen, muss ich sagen. Ich habe selbst einen im Einsatz. Sie findet relativ schnell den Sender. Das ist das, wo es mir ein bisschen auf ankommt. So, Kühlschrank, der große Tedford, schon oft gezeigt, mit großem Eisfach. Und diese Getränkebox, die hier unten drin ist. Hier unten ist nochmal ein kleines Fach, eine Schublade, die nach unten geht. Noch ein bisschen Staufach und dann der Kleiderschrank. Ihr merkt, ich habe den Grundriss schon mal gesehen. Mit Stange, wo auch ganz lange Jacken dann aufgehangen werden können. Also jetzt schon in dieser Ausrüstung, hier habe ich 2 Stangen mit drin. Also hier und da ist keine drin. Und hier ist nochmal für innen eine 230 Volt Sicherungseinheit. Und dann sind wir schon im Schlafzimmer. Auch hier kann ich umbauen zur Liegewiese. Und habe insgesamt 5 Schränke nochmal hier drüber. Die oberen Schränke sind wirklich sehr, sehr tief. Das heißt, viel Platz, den ich hier habe. Cool. Also wir stehen ja schließlich in einem 4x4 auf großer Höhe. Und auch das neue Remisfenster hier drin. Hier ist die Treppe mit drin. Oder auch nicht. Und hier auf jeden Fall der Kleiderschrank, wo ich auch von oben rankomme. Wir können den mal gerade von unten aufmachen. Dass wir den mal sehen. Also hier ist die Stange. Gasdruckfeder liegt jetzt zu viel drauf, deswegen geht er nicht ganz gut hoch. Das sind die Auflagen, aber hier kann ich nochmal hochziehen und habe dann die Möglichkeit, also stehend hier, ich weiß, woran es lag. Hier ist die Treppe für die Erweiterung lag noch mit drauf und deswegen ging das nicht so gut hoch. Die hatte ich dann hochgedrückt. Jetzt kann man es eigentlich ganz gut sehen. Das ist jetzt die geöffnete Position. Bleibt auch oben wegen den Gasdruckfedern. So, ein bisschen runtergehen. Also das ist die Einheit hier. Und dann hat man hier, wie gesagt, 2 Längsbetten mit drin. Ist ja schön jetzt hier Unordnung gemacht. Und ein großes Bad mit extra Dusche mit drin. Und 2 Riesenspiegeln. Da ist der eine Spiegel. Und hier ist der zweite Spiegel. Große Toilette mit viel Beinfreiheit und Stehhöhe. Aufgrund des kleinen Fensters natürlich höher, aber mein Gott, ich gehe mal kurz rein. Also 1 Meter, ich sag mal so 1,90 Meter hat man Stehhöhe. Fragen viele nach. Wie hoch ist die Stehhöhe im Bad? Oben der Schalter für das Wasser. Nochmal extra im Bad. Und unten noch ein kleines Schränkchen dann für Utensilien.
So, ich habe eine richtige Duschtrennwand. Sieht so aus. 2 Haken nochmal an der Tür. Und jede Menge Ablagemöglichkeiten für Shampoo und Co. Hier drin. Zwei Ausläufe. Ich glaube, es sind 2. Und ja, das ist Bad. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Also Duschtrennwand und Toilette dediziert. So, dann noch ein schöner Spiegel direkt nochmal im Innenraum zum schnellen Check, ob alles in Ordnung ist. Und durch die Erweiterung lässt sich dann hier nochmal kurz hochklappen und dann kann ich dann hier die Küche dann nochmal erweitern. So, ich gehe mal einen Schritt zurück. Zeige ich euch nochmal gerade den ganzen Raum. Nach oben. Dann gehen wir nochmal raus. Ja, braucht schon Zeit. 18 Minuten jetzt mal für einen kleinen Rundgang. Aber ich hoffe, ich habe euch viele Details gezeigt. Unter anderem natürlich diese schönen Delta-Felgen. Und kleiner Einblick. Der ist natürlich jetzt hier schön hochgelegt, das Fahrzeug. Hier steht da, der Hymer MLT 580 Freistaat Edition, der echte Crossover. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr wollt, ja, lasst uns bitte ein Abo da, kostet nichts und dann, wenn ihr die Glocke anmacht, werdet ihr automatisch informiert über alle neuen Videos, die wir rausbringen. Ja, danke fürs Einschalten. Tschüss.